Wenn es eine Sache gibt, die ich so gar nicht leiden kann, ist es, wenn man alle YouTuber in eine Schublade steckt. Man steckt auch nicht alle Musiker in eine Schublade. Jeder Musiker ist anders auf seine Art, ebenso jeder YouTuber. Was war das für eine komische Anmoderation? Ich weiß es nicht. Egal, Intro. Du hast kein Intro. Verdammt. Intro. Alles eine Frage der... Ach, halt die Fresse! Kapitel 1. Wie entsteht eigentlich so ein Julian Bam Video? Stell dir vor, du müsstest einen Kurzfilm drehen. Stell dir vor, du müsstest auf Anhieb die perfekte Idee schreiben, die nicht nur dir, sondern deinem ganzen Publikum gefällt. Mit einem spannenden Drehbuch, verschiedenen Darstellern, diversen Locations, Musik und Sound und ausgefallenen Kamerafahrten. Stell dir vor, du müsstest alles selbst organisieren, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Stell dir vor, du müsstest aus allen Aufnahmen die besten raussuchen und zu einem Video zusammenschneiden. Stell dir vor, unglaublich viele Menschen hätten hohe Erwartungen an dein Ergebnis. Und stell dir vor, dass du dafür höchstens 4 Tage Zeit hast. Welcome to Julian Bam. Okay, wir machen keine Kurzfilme, aber... Welcome to Julian Bam. Yeah, Intro. Ich habe immer noch keins. Montags geht's bei uns los. Wir treffen uns in der Früh, um eben diese perfekte Idee zu finden, die nicht nur uns Spaß macht, sondern ebenfalls bei euch gut ankommt. Allein an der Ausarbeitung der Idee arbeiten wir teilweise 10 bis 20 Stunden. Und wenn es sich beispielsweise um Songtexte handelt, schreiben wir noch bis kurz vor dem letzten Dreh. Das Diagramm steigt. Ein Glück, dass wir nicht so auf Musik machen. Okay, wir machen doch auf Musik. Ich will weggehen, aber ich kann nicht durch. Viele Konzepte werden verworfen, andere werden teilweise ausgearbeitet und dann auf spätere Zeitpunkte verschoben, bis sie dann im Endeffekt auch verworfen werden. Jede Woche kreativ oder witzig oder beides zu sein, ist auf jeden Fall kein Kinderspiel. Das Video ist traurig. Doch bevor wir den Aufnahmeknopf der Kamera drücken können, fehlt uns noch einer der wichtigsten Schritte. Die Organisation. Es werden gefühlt alle Menschen, die wir jemals in unserem Leben kennengelernt haben, angerufen und nicht nur als Darsteller angefragt, sondern auch für die Locations. Und meistens klappt es nicht, da die Anfrage sehr kurzfristig ist. Also so ein Tag vom Dreh. Da man Kostüme wie zum Beispiel für PPAP, Pokémon Go oder den German Let's Play Pullover in der Regel nicht zufällig im Karnevalsladen um die Ecke findet, schneidern und basteln Roxy und Jimmy die Kostüme und Requisiten für unsere Videos oft selbst. In der Nacht vom Dreh. Über die letzten 1,5 Jahre hat sich bei uns so einiges an Equipment angesammelt. Nichtsdestotrotz kommt es vor, dass wir gelegentlich beim Verleiher anrufen müssen, beispielsweise wenn wir Ausrüstung benötigen, die wir nicht besitzen oder uns spontan vor Drehbeginn etwas kaputt gegangen ist. Das alles zeitig zu disponieren, sodass die ganzen Mitwirkenden Zeit haben, dass die Requisiten pünktlich am Set sind, dass das Equipment gepackt und komplett ist, erfordert schon so die erste schlaflose Nacht. Kommen wir zum Dreh. Kommen wir unausgeschlafen zum Dreh. 10 Uhr Ready sein bedeutet für uns, dass wir, natürlich abhängig von der Entfernung zu unserer Location, 2 Stunden vorher bereit sind und nicht nur das Kameraequipment aufbauen, sondern auch eventuell die Kostüme anziehen, das Licht setzen, Soundcheck machen, uns die Location genauer anschauen und ab und zu unsere Augenringe, vor allem meine, abdecken. Ja, man sieht gerade hier ist nicht. Es wird fast immer bis tief in die Nacht gedreht und das nicht nur einen, sondern auch gerne mal mehrere Tage. Ein Dreh kann insgesamt gerne mal bis zu 30 Stunden gehen, während Projekte wie Power Rangers noch länger sind, 133.000 Stunden, hätte ich jetzt pauschal gesagt. Aber so genau weiß ich das nicht, ich kann keine Mathe. Hinzu kommen dann auch immer wieder mal unvermeidbare Probleme, Komplikationen, die uns Stunden kosten, aber darauf gehe ich später nochmal ein. Der Dreh macht in der Regel am meisten Spaß, da wir viele neue Leute kennenlernen, Neues ausprobieren können und halt Spaß haben. Die Postproduktion beginnt bei uns häufig schon während des Drehs, da ich in den Drehpausen oder nachts bereits anfange zu schneiden. Obwohl am nächsten Tag in der Früh direkt weitergedreht wird, aber ich glaube, anders wäre es gar nicht zu bewältigen. Zuerst sichern wir das ganze Material und hoffen, dass keine Aufnahme fehlt oder SD-Karte kaputt gemacht wurde von Simon Desk. Da wir unglaublich viele verschiedene Arbeitsbereiche haben, wie zum Beispiel Sounddesign, Visual Effects, Schnitt, Grading und so weiter, wird alles sinnvoll im Team aufgeteilt und jeder nutzt seine Stärken. Dann wird geschnitten, bis entweder Premiere abstürzt oder die Sicherung rausfliegt und alle Computer gleichzeitig ausgehen, kurz bevor man gerade speichern wollte und man alles wieder von vorne schneiden muss. Währenddessen sucht Marius verzweifelt beim 3. Versuch denselben Renderfehler, spricht die ganze Zeit mit sich selbst und summt komische David Guetta Lieder von 1995 vor sich hin. Und während Jimmy auffällt, dass wir wieder zu wenig Band of Brothers gedreht haben, muss Vince fluchend das halbe Video nachsynchronisieren, weil der Sound nicht sauber genug ist oder Störgeräusche mit aufgenommen worden sind. Falls er nicht wieder spontan nach Trier muss, weil seine Frau plötzlich gebärt. Klingt doch nach Spaß. Auf jeden Fall folgen währenddessen ganz viele schlaflose Nächte. Ja. Würde man diese ganze Arbeit nicht aufteilen, würde man als einzelner Mensch da, keine Ahnung, 80 bis 100 Stunden dran arbeiten. I don't know, man, don't ask me. Leute, wir sind noch nicht fertig. Bevor man das Video vollkommen übermüdet rausrendert und es so mit Upload fertig macht, wird es natürlich nochmal gemeinsam angeschaut. Das sogenannte Screening. Dabei fallen dann immer wieder winzige Fehler ins Auge. Sie sind zwar winzig, aber sie sind Fehler. Das ist auf jeden Fall mein Take. Ich bin unglaublich perfektionistisch, was das angeht. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als ein fehlerhaftes Video hochzuladen, was trotzdem immer wieder mal vorkam.
kam leider. Das zweite Screening findet mit der rausgerenderten Version statt und diesen Prozess wiederholen wir so oft, bis wir keine Fehler mehr sehen. Wegen der Müdigkeit kann es schon mal vorkommen, dass wir unnötigerweise ein Video 4 bis 5 Mal rausrendern. Wenn dann alles soweit ist, man nach draußen schaut, die Sonne einem ins Gesicht grinst und die Vögel dir den wundervollsten guten Morgen zwitschern, merkst du, ich habe ja noch gar kein Thumbnail. Und da sich unsere Hirne schon längst im Energiesparmodus befinden, dauert diese ganze Prozedur auch nochmal 1 bis 2 Stunden. Und jetzt kommt's, Leute. Ihr wisst es schon. Vielleicht auch nicht, aber ich glaube schon. Das Geheimnis meines Erfolges ist der Titel. Also der Titel dieses Videos heißt halt das Geheimnis meines Erfolges. Ist gar nicht witzig, ich weiß. Wie dem auch sei, nachdem dann auch der Titel und die Beschreibung fertig sind und man dafür auch nochmal gefühlt 1 Stunde gebraucht hat und man sich auf dem Heimweg Fragen stellt wie: Warum sind Bananen krumm? Warum ist der Newstime immer schneller als Mr. Trashback? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und alles vor Müdigkeit nur noch verschwommen sieht, taumelt man endlich ins Bett. Und jetzt stell dir vor, dass all das jede Woche ist. Welcome to the Julian Bam Club. Außerdem gibt es noch unendlich viele Termine und Events, Kampagnen und Kooperationen wie mit zum Beispiel Power Rangers. Am Merch saßen wir allein Monate dran und mit meinem Bruder Sean starte ich etwas Großes, was ihr sicherlich bald erfahren werdet. Und 2 riesengroße Projekte, von denen ihr auch bald in Kenntnis gesetzt werdet, von denen ich jetzt gerade noch nicht so viel erzählen darf, laufen auch noch nebenbei. Und ich saß auch noch mit Gügelmon fast 1 Jahr an der neuen App Bam Attacks, die heute auch rausgekommen ist und eigentlich ziemlich geil geworden ist. Die App ist gratis und wir haben ein paar Leute von euch rausgepickt, als Beta-Tester das Spiel mal anzuzocken. Und ja, vielen von euch hat es ja mehr als nur gefallen. Der Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung und ich spreche später nochmal drüber. Zurück zum Thema. Ihr merkt sicher selbst, dass die Stundenanzahl des Diagramms schon gar keinen Sinn mehr macht, auch wenn man nicht mal mehr schlafen würde. Also fragt man sich: Hä, das ist ja gar nicht möglich. Und die Antwort darauf ist: Ja, ist auch nicht möglich. Warum rede ich so komisch? Aber genau das ist unser Ansporn, uns selbst zu beweisen, dass wir in der Lage sind, das Unmögliche möglich zu machen. Und ja, es gibt unglaublich vieles, was uns tagtäglich runterzieht. Und ja, es ist selbstzerstörerisch, ständig über deine eigenen Grenzen zu gehen. Und ja, YouTube ist mit Abstand das Anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben angefangen habe. Aber ja, es ist und bleibt unsere größte Leidenschaft. Kapitel 2. Damals versus heute. Abgesehen von dem, was ich vor diesem Kanal gemacht habe, sahen meine Videos damals so aus. Und dann so. Heute so. Boss, doch bist du ein Opfer wie das Osterlamm. Morgen so. Nee, keine Ahnung. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich es sehr wichtig finde, dass man sich als Mensch weiterentwickelt. Der Kanal ist ein Teil von mir und so wie ich mich als Mensch weiterentwickelt habe, so hat sich auch der Kanal gemeinsam mit mir entwickelt. Auch mein Team ist ein Teil dieser Weiterentwicklung. Ein Team, das mir neue Möglichkeiten gibt. Nicht nur jeder Griff zur Kamera, jeder Shot, jeder Schnitt oder jede Musiknote, sondern wir als Menschen, wir als Team und wir als Community entwickeln uns. Und das ist wichtig. Zu oft machen wir nur das, was wir bereits können. Zu selten lernen wir von dem, was wir bereits können. Think about it. Oft verlassen wir uns auf unsere Fähigkeiten und aus Angst vorm Scheitern trauen wir uns nicht, über uns hinauszuwachsen. Hätte ich auch weiterhin mit der Ligra Videos drehen können? Waren das teure Equipment und die teuren Lichter eine Fehlinvestition? Wäre ich ohne mein Team besser dran? Hätte ich aufhören sollen, als der Kanal mal nicht gut lief? Ich weiß es nicht. Und warum ist eigentlich alles gerade so traurig? Ich wollte über was anderes reden eigentlich. Dieser Kanal hatte auch seine Tiefs und ich habe oft daran gezweifelt, ob ich überhaupt das Richtige tue. Aber genau diesen Mut brauchst du, um voranzukommen. Genau diesen Ehrgeiz brauchst du, um dich weiterzuentwickeln. Genau diese Disziplin brauchst du, um wieder aus dem Loch zu kriechen. Viele YouTuber ruhen sich aus auf dem, was sie erreicht haben und weigern sich weiterzuentwickeln, dazu zu lernen und sich als Mensch zu entwickeln. Jeder wird dann und wann von Zweifel geplagt, aber trotz Zweifel weiterzumachen und nicht aufzugeben, hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Kapitel 3. Mein Team. Angefangen habe ich den Kanal alleine, mit Musik- und Tanzvideos. Eben genau das, was ich auch heute noch mache, nur nicht mehr alleine. John und Vince waren nicht nur meine Freunde seit Anbeginn der Zeit, sondern auch diejenigen, die mich auf meiner YouTube-Reise begleitet haben. Wir waren ein kleines Chaos-Trio, das sich darum stritt, wer jetzt mit Kloputzen dran ist. Es war eine stressige, aber auch eine ziemlich coole und witzige Zeit. Vince wurde Vater und ich holte ihn aus seinem Vollzeitjob raus, damit er seinen Traum leben konnte, Musik zu machen und natürlich auch mehr Zeit für seine Familie und meine Projekte hatte. Irgendwann wurde der Aufwand der Videos dann doch größer, dass ich Rob, den ich damals vom Training kannte, gefragt habe, ob er mir helfen kann. An dem Punkt hätte ich nie gedacht, dass mir dieser Holzkopf einmal so eine große Hilfe sein würde. Danke dafür, Crispy Rob. Wir hingen nur noch aufeinander und planten unsere Projekte, aber machten auch in der Zeit sehr viel Scheiße. Doch durch das Verlangen, viel größere Projekte zu machen, die selbst Rob und ich in dieser kurzen Zeit hätten nicht stemmen können, gewannen wir eine weitere sehr wichtige Person dazu. Jimmy! Zuerst nur als Requisitenbauer und Kostümschneider gedacht, stellte sich bald heraus, dass er weit mehr auf dem Kasten hatte als das Bauen von Nullen. John hingegen zog nach Berlin, um sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und Jimmy brach sein Studium ab und zog in Johns altes Zimmer. Das heißt nicht, dass ihr jetzt
euer Studium abbrechen soll, bitte. Die Videos wurden nicht nur aufwendiger, sondern bekamen auch mehr Anklang, was für täglich volle Postfächer sorgte. Das Drumherum neben den Videos wurde einfach zu viel. Und Schlaf war für uns längst ein Fremdwort geworden. Durch den Erfolg des Kanals traten viele Manager an uns heran. Manager, die nur Profit in mir gesehen haben, mich ausgenutzt und angelogen haben. Bis dann schließlich Annika kam und mir all das, was mich vom Videosmachen abgelenkt hat, abgenommen hat. Mit ihrem Sinn für Planung und Organisation ist sie zu unserem Glück ein wichtiger Teil des Teams geworden. Dann kam der Zeitpunkt, an dem ich Rob aus dem Team geworfen habe. Wieso? Weil er angefangen hat, SD-Karten von uns kaputt zu machen. Warte mal, das war Simon Desue. Rob hat uns so viel geholfen, dass er seinen eigenen Kanal komplett vernachlässigt hat. Dabei war es insgeheim immer sein Traum gewesen, seinen eigenen Kanal aufzubauen. Doch ich bin sowohl mit Rob als auch mit John noch sehr gut befreundet und wir sehen uns regelmäßig. Doch unser Anspruch stieg immer weiter und damit wir das umsetzen konnten, was in unseren Köpfen vorschwebte, fehlte uns noch dieses eine fehlende Stück. Marius. Ähnlich wie mit Rob und Jimmy hatten wir bereits bei dem einen oder anderen Projekt mit Marius zusammengearbeitet, bevor er Teil des Teams geworden ist. Wir waren alle von seinen Fähigkeiten und seinem Tatendrang beeindruckt und wurden uns schnell einig, dass er die perfekte Ergänzung für unsere kleine Bam-Familie sein würde. Und er hatte Bock. Und seitdem sitzt er auf seinem Stuhl, der eigentlich Robs Stuhl ist, und summt irgendwelche komischen David Guetta-Lieder von 1995 vor sich hin. Kapitel 4. Reflexion und das Geheimnis zum Erfolg. Als Team haben wir bisher irgendwie immer alles geschafft zu meistern, trotzdem gibt es immer wieder Komplikationen oder Probleme, mit denen man oft nicht rechnet. Das können Kleinigkeiten wie eine fehlende Schraube sein, die einen Dreh gut und gerne mal um 1-2 Stunden verschieben. Bei der Organisation kalkulieren wir das unkalkulierbare Wetter mit ein und ein spontaner Regen kann uns manchmal einen kompletten Tag nach hinten werfen. Wir leiden an Problemen wie kein Internet, abstürzende Programme oder Stromausfällen, denn währenddessen befinden wir uns einfach gerade im Stress unseres Lebens. Auch Songtexte zu schreiben, bei denen jedes Wort, Reimschema und Rhythmik durchdacht sind und diese dann um 3 Uhr morgens müde einzusingen, weil man sonst nicht weiter schneiden kann sehr an den Nerven zerren. Oder mit tausenden Dingen, die einen am Tag beschäftigen, noch verschiedene Tanzchoreos sich auszudenken, ist unglaublich anstrengend. Da wir uns nur selten und vor allem auch ungern auf nur eine Location festlegen, wie man zum Beispiel hier sehen kann, müssen wir während eines Videos oft unser gesamtes Equipment einpacken und wieder auspacken. In Rekordzeit von einer Location zur nächsten hetzen, diese Location einrichten und abfilmen. Das Ganze im Extremfall 5 bis 10 Mal am Tag. Und selbst wenn wir mal krank sind, wird weitergearbeitet. Das ist der Preis für wöchentliche Videos. Und dann erdreisten sich blöde Klatsch-Magazine oder Klatsch-YouTube-Kanäle zu veröffentlichen, wo wir wohnen, wie viel Geld wir verdienen, verbreiten Gerüchte und stecken uns ebenfalls in irgendwelche Schubladen. Finde ich unnötig. Ich bin so, wie ich bin. Wenn ich mal etwas ernster vor die Kamera trete, dann sieht man das. Und wenn ich gut drauf bin, dann sieht man das auch. Wir ziehen gemeinsam dran. Wir sträuben uns vor keiner Mühe. Wir gehen weiter, als wir sollten und versuchen jedes Mal das Unmögliche möglich zu machen. Für euch. Das ist unser Geheimnis zum Erfolg. Hinterlasst gerne mal einen Kommentar da oder auch Feedback zum neuen Spiel. Wie gesagt, wir saßen jetzt fast ein Jahr in diesem Spiel und ich bin gespannt, wie ihr es findet. Das Spiel ist gratis downloadbar in sämtlichen Stores, allen wichtigen Stores auf jeden Fall. Während des Aufbaus des Spiels sind wir sogar echt ein bisschen süchtig geworden danach. Leute, ihr wisst es, ich würde niemals etwas zeigen, wo ich nicht selber hinterstehe. Ansonsten bedanke ich mich an die Leute, die es bis hierhin geschafft haben, denen meine emotionale Reden auch etwas gefallen haben. Einen riesen Dank an euch Leute und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst, bla bla bla. Und wir sehen uns nächste Woche. Stay fresh.